Welche Lackversiegelung ist die richtige? In diesem Video wollen wir in der Theorie mal ein paar Sachen beleuchten. Herzlich willkommen zu einem kleinen Theoriethema. Ich möchte in diesem Part jetzt mal über die verschiedenen Versiegelungsarten sprechen, die es so am Markt gibt. Natürlich jetzt nicht in die Tiefe reingehen, weil mittlerweile gibt es Millionen Unterarten, möchte ich fast sagen. Aber einmal eine grobe Einordnung treffen. Zum einen, falls du Interesse an der Fahrzeugaufbereitung hast, damit du vielleicht dich ein bisschen entscheiden kannst, welche Versiegelung für dich die richtige ist, oder du das für dein eigenes Auto entscheiden kannst, oder wenn du gewerblicher Fahrzeugaufbereiter bist, dass du das deinen Kunden vorlegen kannst, damit die sich leichter entscheiden können. Deswegen ordne ich mal so grob die Produkte in diesem Video ein und erkläre auch, wie wir sie persönlich für was einsetzen. Starten wir gleich in der untersten Kategorie, das heißt Anwendung super einfach, wenig Aufwand, aber auch verhältnismäßig wenig Schutz. Das sind die sogenannten 2-in-1 Versiegelungen, die man in einem Fahrzeugshampoo enthalten hat. Das bedeutet, es ist kein zusätzlicher Schritt, es wird einfach das Shampoo in den Eimer gekippt und man wäscht und versiegelt gleichzeitig. Einschränkend gibt es hier zwei Dinge zu sagen. Zum einen hält diese Versiegelung nicht besonders lange, zum anderen hemmt der Versiegelungsanteil die Schaumbildung, wodurch das Gleitverhalten und auch die lackschonende Wäsche reduziert wird. Das heißt, Shampoo-Versiegelungen sind aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht nur etwas für sehr gepflegte Autos zur Unterhaltspflege von bereits versiegelten Lacken. Ein Schritt höher in der Leiter sind sogenannte Quick Detailer oder Schnellsprühversiegelungen. Das sind Produkte, die dazu gedacht sind, schnell mal irgendwie einen Fingerabdruck vom Auto wegzumachen oder kleine Flecken wegzumachen oder eben als Trocknungshilfe eingesetzt zu werden. Es ist kein wirklicher Mehrschritt, sage ich mal, wenn man beim Trocknen diese Trocknungshilfen direkt ins Tuch sprüht oder den Quick Detailer direkt ins Tuch sprüht und damit den Lack trocknet, hat man einen kleinen Versiegelungsanteil, meistens eine hohe Lackglätte und einfach ein schönes Finish. Hält nicht besonders lange, ist aber ein guter Effekt. Jetzt kommen wir schon in den Bereich einer Versiegelung, die den Namen verdient. Es handelt sich um sogenannte Washcoats, also Wasch- oder Nassversiegelung sind die gängigen Begriffe. Das bedeutet, die Versiegelung wird auf das gewaschene, saubere, aber noch nasse Fahrzeug aufgesprüht, anschließend mit einem Hochdruckreiniger runtergespült und das Auto ist dann versiegelt. Es ist ein sehr einfacher Prozess, erfordert nur einen Arbeitsschritt mehr und die Versiegelung hält je nach Produkt 3 bis 4 Wäschen aus. Waschversiegelungen sind super als Standalone-Produkte, also für Fahrzeuge, die regelmäßig von Hand gewaschen werden, als Einzelversiegelung. Wenn man das jedes zweite Mal macht, ist das wirklich eine brauchbare Versiegelung oder auch zur Nachpflege von bereits versiegelten Lacken. Das nächste Produkt in der Reihe ist aus meiner Sicht sogenannte Hartwachsprodukte oder herkömmliche Wachsprodukte. Das sind meistens flüssige Wachse. Das kennt man früher noch, wie gesagt, so Hartwachse aus einer Flasche, noch ganz früher mit Polierwatte, aber gibt es auch heute moderne Produkte. Die werden auf den Lack aufgetragen, kurz ablüften gelassen und danach abpoliert. Das gleiche gilt für relativ rein natürliche Wachse für den Lack, also so die unterste Preiskategorie von festen Wachsen. Auch die werden nur aufgetragen, kurz ablüften gelassen und dann abpoliert. Es ist natürlich ein komplett eigener Arbeitsprozess, bietet aber in der Regel auch einen relativ höheren Lackschutz im Vergleich zu anderen darunterliegenden Versiegelungen. Meistens liegen die auch so bei, ich sag mal, 4 bis 6 Wäschen, erzeugen aber eine sehr, sehr hohe Lackglätte und einen sehr starken Glanz, was in der Arbeitsgeschwindigkeit optimal für Auslieferung ist, für Neufahrzeuge oder einfach um nochmal so den letzten Show-and-Shine-Effekt rauszukitzeln. Die folgenden Kategorien sind relativ gleichwertig im Lackschutz und auch in der Anwendung, zumindest vom Aufwand her ähnlich, aber zwei grundverschiedene Prinzipien. Das erste ist relativ modern, aktuell sogenannte Sprühversiegelung. Da zählt zum Beispiel der Sonax Spray & Shine Detailer oder auch das ADBL Synthetic Spray Wax rein. Also Versiegelungen, die ähnlich wie Quick Detailer nur gesprüht werden, aber als vollständige, hochwertige Versiegelung auf dem Lack auch bestehen. Bei uns werden die unter dem Namen Polymerversiegelung geführt. Das heißt, das ist bei uns so die Kategorie unter der Keramik. Das ist, ich vergleiche es immer mit dem Anziehen, wie eine Jacke, die ich mir überziehe. In dem Moment, wo ich die Jacke anhabe, also wo das Polymer auf dem Lack ist, habe ich einen sehr hohen Schutzfaktor für die schnelle Anwendung und auch eine bedingt chemische Abweisung, also eine bedingt chemische Beständigkeit, die allerdings nicht mechanisch ist. Denn wie meine Jacke liegt die Versiegelung nur auf dem Lack auf und ist nicht fest mit ihm verbunden, aber stellt trotzdem einen hochwertigen Lackschutz dar. Sprühversiegelungen halten je nach Pflege auch 6 bis 8 Wäschen, also so man kann sagen bis zum halben Jahr, je nach Fahr- und Waschverhalten ist da durchaus drin. Der riesengroße Vorteil ist einfach der schnelle Arbeitsprozess. Das Auto wird vernünftig gewaschen, gut getrocknet und dann kann man sofort versiegeln. Man kann vorher noch entfetten, muss es aber nicht. Und man kann diese Sprühprodukte auch in Kombination einsetzen. Man kann die Produkte ins Trockentuch sprühen und als Trockenhilfe benutzen, schwächt dadurch den Effekt, erhöht aber ganz stark die Arbeitsgeschwindigkeit. Oder man macht eine Politur und wischt quasi die Politur mit einem
eingesprühten Tuch mit Sprühversiegelung ab und hat sofort beim Abwischen einen Versiegelungseffekt. Also es sind ultra flexible Produkte, die wirklich eine gute Standzeit bringen, aber auch einen ganz schnellen Prozess. Deswegen bei uns ein Standardprodukt im Sortiment. Wie genau wir was benutzen, komme ich später nochmal dazu. Von der Hochwertigkeit etwa gleich auf sind synthetische Wachse, also ich sage mal moderne Wachsversiegelungen. Da gibt es natürlich Range-Produkte, die auf, oder in einer Range eine Vielzahl von Produkten, die auf, angefangen bei rein Show and Shine Wachsen, die 2, 3 Wäschen aushalten, bis hin zu annähernd ein Jahr, also wirklich Langzeitversiegelung. Grob möchte ich Wachse jetzt hier mal so unter einen Kamm scheren sozusagen oder über einen Kamm scheren, weil es einfach Produkte sind, die nicht mehr so modern sind, wie sie mal waren. Sie wurden so ein bisschen abgelöst, sie befinden sich irgendwo zwischen so einer Sprühversiegelung, die sehr schnell ist und auch schon lange hält, und einer Keramik, die zwar einen aufwendigen Prozess erfordert, aber sehr lange hält, irgendwo in der Mitte. Meistens gibt es einzelne Wachsliebhaber, die einfach sowas gerne noch mögen oder einfach ihr eigenes Auto gerne wachsen, oder aber sie befinden sich natürlich noch häufig in der Verwendung bei Oldtimer, bei klassischen Fahrzeugen, weil einfach dieser ganze Prozess des Wachsauftragens sehr viel Verbindung auch mit dem Fahrzeug herstellt. Man lernt die Formen und die Konturen sehr gut kennen. Und ein Wachs macht, wenn es eine gute Mischung aus natürlichen Wachsen wie Montana, Canauba oder auch anderen Wachsen und Polymeren hat, einen extrem schönen, einzigartigen Glanz und hält dann auch, wie gesagt, durchaus mal 6 bis 9 Monate. Das ist definitiv drin. Dennoch ein relativ aufwendiger Prozess im Vergleich zu einer Polymerversiegelung. Man hat häufig auch durch die natürlichen Anteile noch Ausgasungen. Also man trägt das Wachs ab, es sieht super aus, stellt das Auto raus. Nach ein paar Stunden kriegt man noch mal eine Wolkenbildung, einfach weil Lösemittel noch ausgast. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil es mit der ersten Wäsche weggeht, aber der Kunde würde es halt erst mal sehen. Also im Endeffekt für mich persönlich ein etwas aufwendigeres Verfahren, was nicht den starken Nutzen gegenüber einer Sprühversiegelung bringt, aber auch nicht die Leistung einer Keramik erreichen kann. Deswegen für mich eine sehr enge Zielgruppe für Wachsprodukte, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Oldtimer, klassische Fahrzeuge oder halt, wenn man einfach Spaß dran hat. Top of the Range, Langzeitversiegelung, Glascoating, Keramikcoating, Gummikoating, Graphen, was auch immer da jetzt so zum Zeitpunkt des Videos das aktuellste ist. Ich meine damit auf jeden Fall Langzeitversiegelungen, die darauf ausgelegt sind, mindestens ein Jahr, 15.000 Kilometer durchzuhalten und bei guter Pflege auch mehrere Jahre durchhalten können. Der grobe Unterschied zu den allen anderen Produkten ist, dass das Produkt sich fest mit dem Lack verbindet, dadurch chemisch nahezu resistent gegen alles ist, also zumindest gegen alles, was man so bekanntermaßen auch an einem Fahrzeug benutzen kann und benutzen sollte, und nur durch mechanisches Reiben entfernt wird. Auch hier nochmal kurz der Hinweis, Keramik ist kein Wundermittel, es kann keine Kratzer in der Tiefe abhalten, es kann auch nicht bei 100.000 Waschstraßengängen die Kratzer weghalten. Einfach nur mal der Hinweis und dazu auch nochmal der Verweis auf das extra Video, was wir nur zum Thema Keramik gemacht haben, wo wir zu dem eigenen Themenbereich nochmal beraten. Und zum Abschluss des Videos möchte ich nochmal eine kurze Einordnung geben, was wir unseren Kunden anbieten und was wir so verarbeiten, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, welche Stufen es gibt. Das Unterste, was wir anbieten oder bei einer intensiven Wäsche, kommt immer ein Washcoat mit drauf, also eine Nassversiegelung, die für sich selber eine eigene Versiegelung bildet, wie ich vorhin erklärt habe. Die nächstmögliche Stufe ist dann, wenn wir nochmal den Glanz ein bisschen boosten wollen und wirklich halt so ein Showroom-Finish hinlegen wollen, geben wir so ein genanntes Hartwachs drauf. Das kann in Form von einer Politur sein, die das mit enthält, oder eben ein eigenes Hartwachs, was manuell oder mit der Maschine aufgetragen wird. Es gibt wirklich einen ultimativen Glanz und eine extreme Lackglätte, die hat wirklich Showroom-Finish, passt es eigentlich ziemlich gut. Die erste länger haltende Versiegelung ist dann bei uns die Sprühversiegelung. Die gibt es dann als Option, wenn der Wagen poliert wurde, oder halt auch direkt nach der Wäsche als eigenständige Lackversiegelung ohne vorherige Politur. Und das Top of the Pops, das Endrange-Produkt, ist dann die Keramikversiegelung nur nach vorheriger Lackbearbeitung oder zumindest Hochglanzpolitur, damit sie halten kann. Das ist so unser Leistungsangebot, an dem wir uns orientieren. Natürlich gibt es hier und da mal einen Fall, wo wir sagen, ja, jetzt kommt doch mal ein Wachs auf ein Auto, weil wir einen Oldtimer haben. Aber in aller Regel ist das der Bereich, wo sich der Kunde irgendwo wiederfinden kann. In diesem Sinne hoffe ich konnte ein bisschen diese Range für dich einordnen. Es fallen mittlerweile unendlich viele Produkte auch in Zwischenkategorien. Aber ich glaube, da hat man schon mal eine grobe Idee, was es gibt und wie es funktioniert. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schau das Video gerne noch ein zweites Mal an. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.